So, ich bin startklar. Und jetzt muss ich mir entscheiden noch, ich nenne es ja einen Besuch abstatten oder nicht, aber da schauen wir mal, wie die Windverhältnisse, Strömungsverhältnisse sind und wie mein Befinden ist. Oh, das Protokoll, ich bin um 8:14 Uhr los und los geht's. So, und da war mein Lagerplatz. So, und da habe ich eine Flasche Wasser bekommen und ein Bierchen. So, aber jetzt gehen wir erstmal schauen, was das da ist. Ja, ein Zwing an Land. Vermutlich mal ein Brückenpfeiler gewesen. Schauen wir mal. Ominös. Die Verteidigungslinie kommt jetzt ein bisschen arg weit im Hinterland vor, aber nach Brückenpfeiler ist es auch nicht. Komisch. Ich glaube, doch mal was Militärisches. Auf jeden Fall. Da wäre uns zur Nacht gewesen. Das wäre eigentlich cool gewesen. Hätte ich noch Platz drin gehabt. Allerdings, wenn es regnet, oben am Dach hat es ein Loch. Ja, da vorne hat die nächste Schleusenanlage. Und wir schauen, wie wir da außen rumkommen. Ja, kurz bei der Schleuse. Und da rechts ein schönes Teil zum Rauskommen. Okay, ich bin schon beruhigt. Es gibt ja doch Sportbootfahrer, aber scheinbar keine Sportbootposer. Bisher ist mir noch kein einziges so ein Schiff begegnet. Es waren bisher immer nur Anglerschiffe. Bötchen. Da schauen wir her. Der Spaziergang zum Kraftwerk hat sich gelohnt. Da hat es eine Rampe. Erste Nilgans auf der Tour.
Die Ortschaft verfügt über was Außergewöhnliches, einen Landesteg. Nur gut, dass ich die ganzen Schilder hier nicht lesen kann, das ist nicht auf Deutsch da, also nehme ich mal an, das ist hier vollkommen erlaubt. Auch wenn sie rot sind, aber natürlich, wenn wir ins Boot nicht reinsetzen, ist es auch rot. So, Pizza gestärkt und weiter geht's. Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen Wind auf, von mir ist auch der Gegenwind. Das ist brütend heiß. Jetzt haben wir hier unter den Bäumen einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Die Pizza hat brutal müde gemacht. So, weiter geht's. Aber ich habe jetzt irgendwie Blei in den Armen. Erstmal ganz vorsichtig warm paddeln. Ja, hat gerade noch gefehlt. Diese Auster hat die nächste Umtragung. So, das ist leer. Wir tragen eine andere Art durch die Ortschaft durch, wenn wir hier den Berg hochkommen. So, man könnte auch über die Steine da gegenüber von dem Bauwerk da rein. Aber ich habe jetzt eine Frau einen besseren Einstieg gezeigt. Das ist hier schon mal einiges besser. Darunter. Ja, und die hat mir da geholfen. So, der zweite Einstieg ist gleich hinter dem Schwimmbad. Und ich habe jetzt mal am Wetter-App geguckt, weil es immer mehr zuzieht. Jetzt ist noch keine Gefahr, aber in der Nacht sieht ein seltenes Phänomen aus. Es könnte womöglich regnen. Das werden wahrscheinlich die Jüngeren uns schon gar nicht mehr kennen, dieses Phänomen. Das ist aber ein langes Teil. Und für Leute, die es absolut hassen, sich die Füße nass zu machen, hat in dieser Ortschaft sogar einen richtigen Steg. Man kann sogar die Kajaks festmachen dran. Sagenhaft. Da drüben muss es nach Nancy gehen, aber es ist mir doch entschieden zu weit weg. Das lasse ich bleiben. Weiter geht's die Mosel runter. Ach ja, und das Wehr hat richtig gut getan. Ich bin wieder wach. Ich fühle mich irgendwie etwas fitter wieder. Endlich mal gescheite Brombeeren. Schön große. Vielleicht bin ich nur bei Umtragungen gefunden und die waren ziemlich klein. Ich näher mich scheinbar der nächsten Wehranlage. Das wäre der Hammer, wenn jetzt am Eck schon gleich der nächste kommt, hätte gar nicht rentiert einzusteigen. Aber da habe ich nur eine Ableitung in die alte Mosel. So, da ist tatsächlich die nächste Schleuse. Also nicht wirklich rentiert sich hinzusetzen. Und ich glaube, diesmal werde ich wohl über die hohe Spundwand aussteigen müssen.
Da hilft wohl nichts. Tatsächlich, es geht nichts anderes, jetzt muss ich über die Wand. So, jetzt muss ich hier einen Berg auf. Am besten schlage ich auf halber Höhe mein Basislager auf und mache morgen weiter. Okay, ich habe auf einer Seite spioniert, da geht eine schöne Rampe runter. So, die Wehranlage überwunden. Ich brauche nur ein schönes Plätzchen zum Campieren. Eine kleine Stromstelle, weil ich sozusagen in Nebenam eingestiegen bin. Das sind Überraschungen. Gut überwunden, habe ich gefilmt, man hat doch gut zielen müssen, sind 2 Steinen durch. Oh, ich habe ein Plätzchen gefunden, hat der Angler was freigeschnitten für mich. Schaut zwar sehr idyllisch aus. Problem ist, da ist gleich die Autobahn links nebendran. Aber jetzt so weiter zu fahren hat es nicht wirklich Sinn gehabt. Es könnte doch jetzt relativ bald anfangen zu regnen. Und die Campingplätze, also wo man wild campen kann, sind rar gesät. Wenn da kein Angler was freischneidet, schaut mal alt aus. Ja, heute 3 Wehre überwunden und lief alles gut. Nachtrag und gepaddelt bin ich bis 18:30 Uhr etwa.